Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Heute zeige ich euch endlich das Video, was ich ganz am Anfang meiner Kanalkarriere aufgenommen habe, aber noch nie gezeigt habe. Und es handelt sich dabei bereits um ein Rakelbild, ein sehr großes Rakelbild. Es ist 80 x 80 cm groß und passt soeben auf meinen Arbeitstisch, den ich mir in meinem Atelier eingerichtet habe. Und falls ihr euch etwas wundert, dass die Qualität der Videoaufnahmen vielleicht nicht so schön ist, wie ihr es inzwischen gewohnt seid, ich filme mit einem iPhone 5S und mit einem iPhone 6S. Leider hat mich dann irgendwann das iPhone 6S im Stich gelassen. Das ist die Kamera, die von oben filmt, und dann geht das Video eben nur noch mit dem iPhone 5S von der Seite weiter. Ich hoffe, es stört euch nicht. Wie gesagt, es ist Filmmaterial, was ich auf meinem alten Laptop hatte, von dem ich eigentlich gar nicht wusste, dass das so noch vorhanden ist. Aber ich hatte im Sommer schon mal gefragt, ob ihr daran interessiert seid, und deshalb gibt es heute dieses für mich besondere Video zu einem besonderen Rakelbild. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das findet. Es ist ein bisschen auch eine Demo in dem Sinne und lasst euch einfach überraschen. Also das Bild sieht hinterher ganz anders aus, als es anfangs anfängt. Während ich euch das alles jetzt erzählt habe, habe ich wie immer zunächst mit einem recht großen, breiten Flachpinsel eine Hintergrundbemalung auf die Leinwand gebracht und auch dabei zugesehen, dass wirklich die ganze Fläche bedeckt ist. Ich habe 4 verschiedene Farben dazu benutzt, und zwar ein helles Blau, ein dunkles Blau. Im Einzelnen findet ihr die Materialien in der Videobeschreibung. Es handelt sich dabei um das Königsblau und das Preußischblau, und das habe ich dann kombiniert mit einem Gelb und einem Orange, und das ist einmal das Azo-Gelb Dunkel und das Azo-Orange. Und wenn man natürlich Blau und Gelb zusammengibt, gibt es die Mischfarbe Grün, die ihr dann eben auch stellenweise bei mir auf der Leinwand wahrgenommen habt. Danach habe ich zu meiner Glättekelle gegriffen und zu einer meiner Lieblingsfarben. Und die erste Farbschicht, die ich auf das Rakelbild aufgebracht habe, ist das Permanent Rot-Violett, eine leicht transluzente Farbe. Und ganz am Anfang hatte ich nicht genügend Farbe unter meinem Rakelwerkzeug, das habe ich hinterher geändert. Und deswegen ist die Farbe nur am Anfang der Leinwand aufgetragen und ich musste da etwas nacharbeiten. Als zweite Farbschicht habe ich das Gelb-Grün gewählt. Das ist quasi eine Komplementärfarbe zu dem Permanent Rot-Violett. Und das gibt schöne Mischtöne, also es ist eher so in Richtung herbstlich dann unterwegs, ein dunkles Rot mit einem eher helleren Grün, der gibt dann so eine leicht warme, angedeutete braune Farbe, und das lässt das Ganze auch sehr lebendig wirken. Nachdem ich die ersten beiden Farben mit meinem Rakelwerkzeug aufgetragen habe, habe ich danach eine relativ kalte Farbe ausgesucht, und zwar ist das Hellrosa. Und das habe ich schon teilweise akzentuiert aufgetragen. Und diese Schlieren, die da schon zu sehen sind, sind deshalb gekommen, weil ich das Rakelwerkzeug nicht so häufig sauber gemacht habe, wie ich es manchmal mache. Und nach dem Hellrosa habe ich dann zu einer Farbe gegriffen, die ich schon für die Hintergrundbemalung ausgesucht hatte. Und zwar ist das Preußischblau. Und diese Farbe ist grundsätzlich ein sehr dunkles Blau, aber sie täuscht auch. Sie täuscht deshalb, weil sie auch sehr transluzent ist. Und deshalb gibt sie so verschiedene schöne Mischungen mit anderen Farben her. Und das kann man jetzt sehen, also mit Weiß zusammen oder mit dem Hellrosa zusammen ergeben sich fast hell azurblaue Farbflächen. Wenn ich jetzt die Leinwand drehe, dann kann man auch schon erkennen, wie schön das Ganze schimmert. Mit dem Perlblau bringe ich jetzt eine ganz besondere Farbe auf die Leinwand. Und zwar stellt euch einfach mal einen Perlenohrring vor, wie er so schimmert, wie bei dem Bild von Jan Vermeer, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Und genau so ist diese Farbe. Und das Perlblau schimmert in einem bläulichen Ton.
Das Besondere ist weiterhin, dass sie auch zu den transluzenten Farben gehört und am Anfang wirkt sie weißlich, so als wäre sie deckend, aber sie ist es nicht. Und wenn man sie dann so auf die Leinwand gibt und die Leinwand ist noch nicht getrocknet, dann hat diese Farbe die Eigenschaft, sich mit dem, was sich schon bereits auf der Leinwand befindet, zu vermischen. Und daraus ergeben sich so schöne Farbmischungen und Kontraste. Also ihr hört, ich bin immer noch begeistert und wer meine Rakel-Videos kennt, weiß ja, wie gerne ich Perlfarben einsetze, eben weil sie so diese leichte Besonderheit haben. Und wenn das Bild hinterher, was ich euch zeige, gefilmt wird, also ich mit der Kamera über das Bild gehe, dann könnt ihr genau diesen Perleneffekt feststellen. Inzwischen haben wir im Video die Stelle erreicht, wo die obere Kammer ausgefallen ist. Ich kann heute gar nicht mehr sagen, ob einfach Strom gefehlt hat oder ob der Speicher voll war. Das tut mir im Grunde genommen sehr leid, aber ich bin ja froh, dass die zweite Kamera noch weiter gefilmt hat. Jetzt sind wir halt etwas näher am Geschehen dran und ich habe mich bemüht, das Video so zu schneiden, dass man grundsätzlich immer noch sehen kann, was ich mache. Weil manche Dinge sind halt außerhalb des Blickfeldes gewesen, die habe ich jetzt einfach rausgeschnitten. Also ich glaube, das Wesentliche kann man aber ganz gut erkennen. Und je weiter das Video fortschreitet, desto mehr gebe ich Acht, wo ich rakel und mit welcher Farbe ich rakel, weil ich ja tatsächlich ein künstlerisches Erzeugnis haben möchte und nicht einfach nur irgendwie und irgendwo Farbe aufzutragen. Wenn ich male, dann versuche ich schon etwas zu gestalten, was ich mir hinterher selber auch gerne angucken möchte. Und dieses Bild hat mich, glaube ich, viele Stunden beim Rakeln, ich habe das in einem durchgerakelt, in Anspruch genommen. Und ich weiß es noch genau, das war ein Samstag und ich war mit einer Freundin zu einem Kneipenquiz verabredet. Und als ich dann bei diesem Kneipenquiz ankam, war ich immer noch völlig ausgelaugt und ich glaube, die erste Runde und die zweite Runde und ich glaube auch die dritte Runde habe ich da erstmal gesessen und habe mal wieder zu mir gefunden, weil ich noch so in diesem Flow war, aber ich hatte eben halt versprochen, auch zu diesem Quiz zu kommen und wenn ich das verspreche, dann mache ich das auch einfach. Und ich bin immer noch überrascht, was man mit einer Glättekelle, ein bisschen Farbe und dem Willen, etwas zu schaffen, dann auch schaffen kann. In dieser Einstellung kann man auch sehen, wie wichtig es ist, dass eine Hintergrundbemalung existiert. Durch die verschiedenen Farbschichten wird nicht nur Farbe aufgetragen, sondern durch die unterschiedlichen Trocknungszeiten auch teilweise abgetragen. Und hier kann man jetzt, wenn man so möchte, Fehlstellen in der oberen Schicht erkennen. Und da kann man bis auf die Azo-Gelb und die Azo-Orange-Schicht durchgucken. Und deshalb ist es wichtig, dass die Leinwand an der Stelle nicht weiß ist. Mit dem Titanweiß kommt jetzt eine deckende Farbe ins Spiel und ich finde es recht witzig, weil ich das Rakelwerkzeug mit der kurzen Seite führe und danach nochmal mit der langen Seite drüber gehe. Und die deckende Farbe sorgt dafür, dass wirklich die unteren Farbschichten zugedeckt werden. Doch je weniger Farbe sich auf dem Rakelwerkzeug befindet, desto besser werden auch deckende Farben gemischt. Hier finde ich den Kontrast also auch sehr gut. Ich benutze ja manchmal in meinen Rakelbildern auch das Titan Buff Hell. Das ist eine eher cremige Farbe, die etwas abgemildert ist. Und hier finde ich aber, dass das harte Weiß einen sehr guten Kontrast zu all den anderen Farben auf diesem Rakelbild bildet.
Ich bin noch da. Ich habe mir nur gerade selber beim Malen zugesehen und bin immer wieder völlig fasziniert, dass man Entscheidungen trifft und Farbe dorthin setzt oder nochmal eine komplette Bahn rakelt und es dann trotzdem schafft, das komplette Bild nicht zu ruinieren, weil jedes Mal, wenn man die Kelle aufsetzt, könnte es ja passieren, dass man jetzt den Fehler seines Lebens macht, aber das Risiko muss man halt mal eingehen. Und jetzt sind wir so weit an der Oberfläche, dass sich das Bild schon sehr ähnlich sieht und ich rakel jetzt nur noch ganz akzentuiert Stellen auf dem Bild und gebe da einzelne Farben oder auch gemischte Farben auf die Rakelkelle. Und ja, jeder, der dieses Bild sieht, erkennt dahinter einen Garten, er erkennt Seerosen in einem Teich, manche erkennen auch eine Spiegelung. Also es ist völlig faszinierend, was ich über dieses Bild schon gehört habe und ich bin sehr gespannt, ob ich auch von euch irgendwelche Eindrücke geschildert bekomme, wie ihr das Bild findet oder was ihr dazu sagt. Also es ist zwar mein Lieblingsbild, aber ich bin für konstruktive Kritik immer zu haben. Selbstverständlich nehme ich auch gerne Lob entgegen, ganz klar. Wer möchte das nicht hören, dass man da irgendwas Gutes geschaffen hat? Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild hier faszinierend ist, auch wenn ich es selber gemalt habe. Das klingt immer etwas merkwürdig, wenn man sich an dieser Stelle selbst lobt. Das ist ein Foto, welches ich direkt im Anschluss an das fertig gemalte Bild gemacht habe. Dann zeige ich euch jetzt, wie es im trockenen Zustand aussieht, mit den verschiedenen Farben, die wir zum Schluss gesehen haben. Und dann komme ich langsam mit der Kamera ran, sodass man die einzelnen Stücke nochmal schön sehen kann. Auch, dass man teilweise auf den Untergrund durchgucken kann und wie schön sich die Farben miteinander gemischt haben. Da sieht man, wie das Perlblau schimmert und in das Rosé übergeht.
und dieses helle Grün, was mich so an die Blätter einer Seerose erinnert. Also es ist irgendwie völlig faszinierend. Das Perlblau sieht im Licht, da ist jetzt ein Deckenlicht eingeschaltet, eben völlig anders aus als in dem Zustand, in dem man es aufträgt. Und da kann man jetzt genau sehen, wie dieser Perlenschimmer von dieser Farbe funktioniert. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst mir gerne ein Like geben und meinen Kanal abonnieren. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, es hat dir Freude gemacht, mir ein bisschen beim Malen zuzusehen. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.